Hallo zusammen. Heute möchte ich euch gerne noch ein paar Dinge zur Fehlersuche erklären und vor allem, wofür die einzelnen Dateien in dem DATSAP-Verzeichnis sind. Ich denke mal, jeder ist schon mal an den Punkt gekommen, er hat was konfiguriert und plötzlich geht gar nichts mehr. Die Konsole gibt merkwürdige Fehlermeldungen aus, von wegen, dass irgendwelche Required-Felder nicht verfügbar sind oder nicht gesetzt sind. Oftmals kommt das davon, weil halt eine Fehlkonfiguration vorliegt und gewisse Parameter ein Limit überschreiben. Dazu will ich später mehr erzählen. Wir fangen jetzt erstmal an, die einzelnen JSON-Dateien zu besprechen. In dem DATSAP-Verzeichnis befinden sich einige Dateien. Ich werde in diesem Video einmal auf die wichtigsten eingehen. Die wichtigsten sind zum Beispiel die Apps Downloadable JSON, Apps Installable JSON, dann die Apps Local.json, Apps Open.json und die Config.json. So, ich habe mir die hier einmal geöffnet. Als erstes gehen wir mal kurz die Config.json durch. Die Config.json ist im Grunde die Konfigurationsdatei des DATSAP. Das heißt, hier sind im Grunde alle Einstellungen hinterlegt, die im DATSAP, also in der DATSAP-Oberfläche selber festgelegt werden können. Diese Einstellungen sind zum Beispiel Start Profile und Start. Das bedeutet, soll hier mit der App die ganzen Apps gestartet werden oder nicht. Dann die Skip Update Confirmation, das heißt automatisch, wenn das DATSAP startet und es ist ein neues Update verfügbar, wird er das Update durchführen. Dann gibt es einmal den Beta-Tester-Parameter. Es steht jedem frei, die neuesten Beta-Versionen vom DATSAP auszuprobieren. Wer das möchte, setzt diesen Parameter hier auf True, kann dann das DATSAP neu starten und es werden automatisch immer die Updates des Beta-Channels quasi gezogen. Wichtig ist, bevor ihr das macht, bitte sichert euch einmal das komplette DATSAP-Verzeichnis für den Fall, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe und irgendeine Konfiguration nicht mehr geht oder irgendwas anderes. Das nächste ist der New Settings Mode. Der New Settings Mode ist dieses Enable New Settings Content Mode. Das sind einfach die andere, einfachere Ansicht der Einstellungen. Dann Wizard Completed wird einfach gesetzt, wenn man den Wizard durchgegangen ist und das bestätigt hat. Sprich, das soll ja nicht bei jedem Start der Wizard einmal mitstarten, aber ich möchte gerne, dass jeder neue Nutzer die Gelegenheit bekommt, darüber, ohne einen extra Klick durchzuführen, den Wizard einmal durchlaufen zu lassen. Das kann man hier auf True setzen. Wenn das True ist, dann wird er nicht mehr gestartet beim Neustart. Ansonsten kann man den auch hier jederzeit wieder starten. Der wird auch keine Konfiguration von euch kaputt machen. Der ändert nur das, was in dem Fall halt geändert wurde und dann abgespeichert wurde. Dann, ja, der letzte Punkt, den übergehe ich einfach mal. Das kommt zu einer späteren Zeit. Dann kommen wir jetzt zur Apps Downloadable JSON. Diese Datei beinhaltet alle Konfigurationen der Extensions, die von mir kommen. Das heißt, Darts Caller, Darts WLED, Darts Pixelit, Darts GIF, Darts Voice. Diese ganzen Settings sind hier gespeichert. Und zwar ist hier jedes einzelne Setting gespeichert, ob es konfiguriert ist oder halt eben nicht. Hier oben sind so ein paar Grundinformationen, sprich die Download-Links, die sind da hinterlegt, die Hilfe-URL, also wo man die README-Datei findet, beziehungsweise ist das meistens der Link zur gesamten Repository. Dann, wo man das Changelog von der Version findet, oder beziehungsweise von der Repository. Die einzelnen Konfigurationen sind als Argumente deklariert, sprich ein Parameter ist ein Argument für die Software. Den Namen des Arguments findet man immer hier. Das ist meistens der Schlüssel-Key, also in dem Fall das U für User. Hier ist die Section hinterlegt, in welcher Section das gespeichert wird. Sprich, es gibt halt die Section Autodarts. Das ist dann die Überkategorie sozusagen. Es gibt ja noch ein paar mehr. Es gibt hier die Calls, Downloads etc. Die Description wird gefetcht automatisch aus der README-Datei vom GitHub. Sprich, das sind immer die Texte, die ich in der README-Datei hinterlegt habe. Das zieht er sich da raus, legt die hier mit ab. Dann Name Human, das ist quasi noch einmal der vollständige Name mit den Parametern Key. Also in dem Fall U ist gleich Autodarts E-Mail. So bedeutet oder so nennt sich das hier. Da. Und die Value. Die Value ist immer der Wert, den man einträgt. Sprich, wenn ich jetzt hier meine E-Mail-Adresse eintragen würde, dann würde hier meine E-Mail-Adresse drin stehen. Dasselbe ist hier unten für P wie Passwort, da steht das halt auch drin. Und so kann man halt im Fehlerfall hier noch einmal kontrollieren, sind die Values oder die Werte, die eingetragen sind, auch wirklich so übernommen worden in die JSON-Datei.
Das nächste ist die häufigste Fehlerquelle. Ich habe in der aktuell releaseden Version, die 1.2.3 vom Darts-Hub, gibt es ein Verriegelungsproblem. Sprich, die Parameter, speziell diese Up-Down-Parameter hier mit den Zahlen, haben keine Verriegelung. Ich bin somit in der Lage, in den alten Versionen die Werte oder die Maximalwerte, welche man hier unter Type findet. Type ist immer eine Definition, also was dieser Wert sein soll. In dem Fall ist es ein Float, also eine Fließkommazahl, die einen Wert von 0,0 bis 1,0 haben darf. In der Version 1.2.3 ist es noch möglich, diesen Wert zu überschreiten. Es ist vorgekommen, dass sich User bei mir gemeldet haben, die haben dann gesagt, die würden hier gerne sowas drinstehen haben, also ein 1,5. Das funktioniert nicht. Leider ist es in der Version auch so, dass das dann nicht als klarer Fehler definiert wird oder nicht als klarer Fehler ausgegeben wird. Dort ist es dann einfach nur passiert, dass dann diese Pseudo-Fehlermeldung kam, dass ein Required Field nicht gesetzt ist, was dann erstmal darauf schließen würde, dass die E-Mail-Adresse, Passwort oder die Board-ID nicht stimmt. Das ist aber Quatsch. Das Problem ist, ein Wert 1,5 zum Beispiel lässt die Software den Startstring nicht bauen. Und deswegen ist dort auch kein Username, Passwort etc. enthalten. Und deswegen meckert er erstmal das an. Da muss ich noch einen Weg finden, wie ich das vernünftig lösen kann, dass die Fehlermeldungen detaillierter sind. Aber bis dahin ist jetzt in den neuesten Versionen, die demnächst auch kommen werden, eine Verriegelung drin, dass ihr diese Werte gar nicht einstellen könnt. Dasselbe auch für die Ints. Die Ints sind genauso auch natürlich mal immer mit einem Limit deklariert, also von 0 bis 2 in dem Fall. Das heißt, hier ist alles in Ordnung, aber wenn ich jetzt hier irgendwie 3 stehen haben würde, dann würde es halt auch nicht passen. So zieht sich das halt durch. Sprich, wenn man einen Fehler hat nach einer Konfigurationsänderung, dann könnt ihr immer einmal in diese appsdownable.json reingucken, könnt euch anschauen, was hier das Problem ist oder ob ihr irgendwo eines von diesen definierten Limits überschritten habt mit der Value, die da drin steht, und dann habt ihr in der Regel auch schon euer Problem gefunden. In 80% der Fällen, wo die User bei mir melden, dass irgendwas plötzlich nicht mehr geht, ist das der Fall. Es passiert auch oft, dass man hier durchscrollt und dann beim Scrollen automatisch dieser Wert verändert wird. So, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte diesen Wert hier gar nicht mehr haben, dann kann ich den natürlich in der Software ändern, aber wenn jetzt natürlich hier ein Fehlerfall drin ist und ich sage, okay, ich will das einmal komplett rausnehmen, diesen Parameter, also die Einstellung dafür, dann kann ich auch beigehen und kann sagen, ich lösche die Value, aber bis zu dem Komma davor. Das Komma bedeutet immer, dass danach in diesem Container hier noch etwas kommt. Wenn ich das jetzt so rauslöschen würde, ich würde das Komma stehen lassen, wäre es auch wieder ein Fehlerzustand für die Software. Sie könnte es nicht richtig einlesen, weil sie noch was anderes erwartet. Deswegen würde ich euch bitten, Änderungen eigentlich immer im Darts-Hub zu machen. Ansonsten kannst du hier das einfach rauslöschen mit dem Komma, wenn du ein bisschen Erfahrung hast und dann da auch wirklich ordentlich mit umgehst, geht das halt auch so. Das ist im Grunde alles. Irgendwann, wenn man jetzt hier diese ganzen zig Parameter durchscrollt, kommt man zu der nächsten Extension. Das ist jetzt Darts extern in dem Fall, die ganzen Darts externen Konfigurationen. Dann geht es weiter zu WLED und so weiter und so fort, bis alle durch sind. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, die Customs zu nutzen, also sprich Custom 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Das ist ja da kann man ja sich eine Anwendung wie den Autodarts Desktop oder sonst irgendwas halt automatisch starten lassen. Und wenn man möchte, kann man dem Ganzen auch noch ein Argument übergeben, sofern das möglich ist von der Anwendung her. Diese Einstellungen, diese Konfigurationen finden sich in der Apps Local Datei. Hier auch wieder ähnlich aufgebaut. Type ist immer der Typ, was da erwartet wird. In dem Fall ist es ein File, da bei dem Argument braucht es ein String, also ein Text quasi. Im Grunde genau dasselbe. Erklärungen gibt es hier nicht, Descriptions, ist immer dasselbe. Dann kommen wir zur nächsten Einstellung, das ist die Custom URL, ist im Grunde dasselbe wie die Software, nur dass man hier halt Browser-Seiten aufrufen kann, wenn man das möchte. Das ist dann hier konfiguriert. Ähnlicher Aufbau, alles eigentlich identisch. Man könnte jetzt hier, wenn jetzt hier eine Value drinstehen würde, hier ist jetzt gerade kein Value-Parameter, weil ich nichts eingestellt habe. Wenn man hier eine Value drinstehen haben würde, dann könnte man auch kontrollieren, ob da irgendwo ein Fehler drin ist, ob da irgendwas nicht passt. Das ist im Grunde das Ganze zu den JSON-Dateien. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem Punkt Fehlersuche. Da habe ich euch ja gesagt gehabt, die Fehlersuche beginnt für mich meistens in der appsdownable.json. Das heißt, wenn ich
oder wenn ein Nutzer ein Problem bei mir meldet, werde ich meistens diese Datei anfragen. Da ist es für euch wichtig, löscht Usernamen und Passwort raus. Ansonsten macht es so, wie ich es eben schon erklärt habe. Meistens sind die Konfigurationsprobleme immer diese Values, die aus Zahlen bestehen. Sprich, man hat ein Limit überschritten, ne, 1,5 passt nicht, das heißt, die App würde nicht starten und es würde ein Fehler rauskommen, dann müsste man hier die 1,0 eintragen oder was auch immer man haben möchte. Auf jeden Fall immer einen Wert innerhalb dieser Limits. Int genau dasselbe. Ints sind auch begrenzt, also die haben auch ein Limit. Es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier einen Random Caller Wert 3 eingebe, der überhaupt nicht definiert ist. Genau, Random Caller 0 ist deactivated. Bei 1 kommt for every Match Start, also bei jedem neuen Match wird ein neuer Caller gemacht und bei 2 ist es bei jedem Leck ein neuer Caller. 3 ist gar nicht definiert, also macht es keinen Sinn, das einzustellen. In der neuen Software ist es verriegelt, wie ich gesagt habe. Im Moment aber leider noch nicht. Hier genau dasselbe, int 6, 2, 2. Also es sind immer die Maximallimits, die eingestellt werden können. Bools sind nochmal ein bisschen anders definiert. Da könnt ihr aber eigentlich nichts falsch machen, weil Bools eigentlich immer als Checkboxen definiert sind. Das heißt, ihr könnt die nur anklicken oder wegnehmen. Da gibt es ein automatisches Value Mapping, also True ist 1, False ist 0. Die Value selber wird immer als Zahl eingetragen. Demnach könnt ihr da wenig falsch machen. Ja, das ist alles. Sollte es jetzt doch mal zu einem Fehlerfall kommen und ihr kommt nicht weiter, der erste Blick immer die Logs. Ich habe es so implementiert, dass in dem Dartzap-Verzeichnis ein Logs-Folder erstellt wird und dieses Logs-Folder wird gefüllt. Dieses Logs-Folder wird immer gefüllt mit den Ordnern der Extensions, die es halt gibt. Ne, in dem Fall auch für die ganzen Customs und so weiter. Die meist benutzten sind tatsächlich Caller und WLED, demnach wird man meistens sich hier irgendwo befinden. Das Darts-Hub selber schreibt auch einen Log. Dieses Log ist aber relativ unspektakulär. Hier geht es hauptsächlich darum, ob irgendwelche Updates gemacht wurden oder halt irgendwie nicht. Ne? Also es wird gecheckt, ob ein Update nötig ist oder nicht. Ich musste vorhin eins machen, weil ich eine neue Version rausgebracht habe. Neue Beta-Version. Und dann sieht man halt, ob das sauber runtergeladen wurde oder ob das irgendwo abgebrochen wurde, weil das Netzwerk halt eingebrochen ist oder was auch immer halt. Ne? Interessanter sind dann tatsächlich eher die Caller-Logs. In den Caller-Logs ist es so, oder in allen Log-Verzeichnissen ist es so, es gibt immer eine Zahl, die Zahl steht immer für den Tag. Danach Darts Caller-Log. Der Tag wird immer im Monat überschrieben. Das heißt, die ist jetzt hier vom 7.1., also von heute ist der Tag 7.1., wo das Video aufnehme. Jetzt ihr quatscht, heute ist der 8.1., aber ist auch egal. Wenn jetzt Februar wäre, würde er die Datei löschen, würde den Inhalt davon entfernen, würde es neu schreiben und dann halt auf den 8.2. datieren. Das heißt, man hätte da alle Eintragungen drin vom 8.2. So verhindere ich einfach, dass das Ganze unnötig voll läuft und die Ordner überquellen oder irgendwann die Festplatten voll sind, weil es halt doch schon viele Informationen sind, die rausgeschrieben werden. Demnach möchte ich das gerne vermeiden und überschreibe das immer. Sollte es Probleme geben, ihr kommt nicht weiter, ihr findet auch im Log nichts, schickt mir bitte die Log-Dateien und die Apps Downloadable JSON, dann kann ich nachvollziehen. Ganz wichtig, Zeitstempel. Die Dateien, hier ist jetzt nicht viel drin, weil ich hier nicht viel gemacht habe, aber die Dateien bestehen aus tausenden Zeilen. Ich werde Teufel tun und für euch jedes Mal nachsuchen nach der richtigen Stelle, wo irgendwo ein Problem passiert ist. Da habe ich keine Zeit für und das ist halt nicht zielführend. Viele von den Log-Einträgen haben schon eine gewisse Statusmeldung. Nur in dem Log-Verzeichnis, nicht in der Konsole im Darts-Hub. Hier zum Beispiel sieht man schon, Connect failed, ist ein Error, das heißt, da waren irgendwelche Zugangsdaten nicht in Ordnung. Also wahrscheinlich E-Mail-Adresse, Passwort. Ganz oft passiert es bei Copy-Paste, dass ein Leerzeichen vorne mit drin ist in dem Passwort oder sonst irgendwas. Demnach funktioniert das nicht. Wie gesagt, wenn Probleme auftreten, guckt hier rein, vielleicht seht ihr irgendwie was. Warnmeldungen können ignoriert werden in der Regel. Error-Meldungen sind dann auch meistens irgendwie ein Error. Muss man halt immer gucken. Es ist sehr schwierig für den Laien, das zu beurteilen, weil es halt viele Informationen sind und viele Daten geschickt werden oder viele Log-Einträge erzeugt werden. Ich helfe euch da immer gerne. Ich bitte euch nur darum, mir die vernünftigen Informationen zu geben, dann brauche ich nicht 20 Mal nachfragen und wir müssen nicht stundenlang Diskussionen führen für einen Parameter, der geändert wird. Ich will auch erstmal gar nicht viel weiter ins Detail gehen. Das sind die Informationen, die ihr braucht. Wenn ihr Probleme habt, ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ich nehme Anfragen immer an, solange sie vernünftig gestellt sind.
Freundesanfragen nehme ich in der Regel nicht an, außer ich habe Leute, mit denen ich schon öfter geschrieben habe, aber sonst ist irgendwann meine Freundesliste komplett voll. Kommt ihr selber nicht weiter, nicht aufgeben, mir Bescheid sagen, ich helfe euch, ich schaue es an und dann sehen wir weiter. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Geduld und für euer Zuhören. Lasst gerne ein Like da, von mir aus auch ein Abo. Die Abozahlen sind tatsächlich echt gut gestiegen. Das heißt, es lohnt sich, die Videos zu machen. Das freut mich sehr. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne hier oben den PayPal-Button benutzen und könnt eine kleine Spende dalassen. Ist kein Muss. Die Software wird weiter kostenlos bleiben, aber es kostet natürlich gewisses Geld, das Ganze weiter zu entwickeln. Ist aber wie gesagt kein Muss. Das Projekt wird weiterlaufen, so lange wie möglich. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und einen guten Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video.